Je nachdem, wo ihr wohnt, kommt euer Trinkwasser entweder aus dem Wasserhahn oder aus einem Brunnen. Wenn ihr das Wasser aus einem Brunnen holt, dann werdet ihr wahrscheinlich sorgsamer damit umgehen, als wenn es aus dem Wasserhahn kommt. Auch deshalb verbrauchen Menschen unterschiedlich viel Wasser, je nachdem, wo sie leben. Das hängt zum einen davon ab, wie viel Wasser vorhanden ist und zum anderen auch, wie teuer das Wasser ist. In Deutschland zum Beispiel ist Wasser relativ teuer. Mit 2,50 € pro Kubikmeter Wasser, den man einkauft als Trinkwasser, bezahlt man auch nochmal 2,50 €, um das Wasser wieder loszuwerden. Die 2,50 € Abwassergebühren sind für den Kanal und die Kläranlage, um das Wasser zu reinigen. Vor ein paar Jahren war ich in Irland eingeladen zu einer Vortragsveranstaltung und dort habe ich festgestellt, dass in den Haushalten noch überhaupt keine Wasserzähler installiert waren. So haben die Leute pauschal Wassergebühren bezahlt, aber nicht verbrauchsgerecht. Und dadurch war der Wasserverbrauch einfach höher. Als Beispiel für den Wasserverbrauch pro Kopf in den verschiedenen Ländern haben wir festgestellt, dass in Amerika zum Beispiel 1200 Kubikmeter pro Kopf verbraucht wird, in Australien 700 Kubikmeter, in Deutschland ca. 300 Kubikmeter und in Kenia 80 Kubikmeter. Diese jährlichen Wassermengen beinhalten neben dem persönlichen Verbrauch auch den Verbrauch aus Industrie, Produktion, Kühlung für die Kraftwerke und der Landwirtschaft. Wenn wir uns die einzelnen Haushalte anschauen, dann ist der Wasserverbrauch pro Kopf nur noch ungefähr ein Viertel davon. In Europa geht man für die Bemessung von Kleinkläranlagen, an welche ja keine Industrie mehr angeschlossen ist, von einem Wasserverbrauch von ungefähr 150 Litern pro Kopf aus. Wofür wird nun dieses Trinkwasser in den Haushalten verwendet? Ungefähr ein Drittel davon wird verwendet zum Duschen und Baden, ein Drittel wird verwendet für die Toilettenspülung und ungefähr ein Drittel wird verwendet für Körperpflege, Wäschewaschen, Geschirrspülen und die Gartenbewässerung. Und nur ca. 2-3% wird benutzt zum Trinken und zum Kochen. Grundwasser ist Wasser im Boden, welches zum Teil durch Versickerung oder durch Seen und Flüsse in der Nähe dorthin gelangt. In Europa und vielen anderen Ländern der Erde haben die meisten Haushalte einen Trinkwasseranschluss, durch welches mit einem Rohr das Wasser zentral in die Haushalte gelangt. Damit Wasser überhaupt aus dem Wasserhahn fließt, steht es unter Druck. Der Druck in einem typischen Ortsnetz beträgt ca. 2 bis 6 bar. Früher wurde dieser Versorgungsdruck mit sogenannten Wassertürmen zur Verfügung gestellt. Hier seht ihr ein paar Beispiele von Wassertürmen. Mit einer Höhe von 10 Metern wird ein Wasserdruck von 1 bar aufgebracht. So braucht man für 2 bar schon 20 Meter Wasserhöhe. Das ist der Grund, warum die meisten Wassertürme auch auf einer Anhöhe installiert wurden. Je nachdem, in welcher Höhe zum Wasserturm die einzelnen Haushalte liegen, gibt es natürlich verschiedene Wasserdrücke. Diese Wasserdrücke kann man aber mit Druckminderern wieder verringern. Auch in hohen Häusern oder Hochhäusern gibt es natürlich in den verschiedenen Etagen verschiedene Wasserdrücke, was man dann wiederum einjustieren kann. Heutzutage wird der Versorgungsdruck mit Pumpen erzeugt, was die Versorgungssicherheit mehr von elektrischer Energie abhängig macht. Für die Versorgung von Siedlungen und Städten mit einer zentralen Trinkwasserversorgung werden große Mengen von sauberem Wasser benötigt. Hierfür werden oft Seen, tiefliegende Grundwasserspeicher oder auch Flüsse verwendet. Da dieses Wasser leicht verkeimt oder noch Verschmutzungen enthält, wird es oft noch gefiltert oder entkeimt. Die Gebiete mit diesen Vorratsspeichern werden oft als Schutzgebiete ausgewiesen, wo dann zum Beispiel Viehzucht oder Autofahren untersagt ist. Es gibt in der Trinkwasserversorgung zudem noch moderne Membranfilter, die so fein sind, dass Keime nicht da durchpassen. Gerade bei warmen Umgebungstemperaturen, wo Keime sich gut vermehren, steigt die Gefahr der Verkeimung und der Wiederverkeimung in den Rohrleitungen. In Häusern und Wohnungen, und das können auch Krankenhäuser oder Hotels sein, wo längere Zeit kein Wasser entnommen wurde, da steigt die Gefahr der Bildung von krankmachenden Legionellen. Legionellen sind stäbchenförmige Bakterien, welche im Wasser leben
und sich bei Temperaturen zwischen 25 und 50 Grad besonders gut vermehren. Eine Gesundheitsgefährdung besteht erst durch Einatmen des bakterienhaltigen Wassers als Aerosol. Das entsteht zum Beispiel beim Duschen oder bei der Verwendung von Rasensprengern, Klimaanlagen und Luftbefeuchtern. Eine weitere Methode, Trinkwasser keimfrei zu bekommen, ist die Verwendung einer Chemikalie, nämlich Chlor. Wird Chlor ins Wasser geleitet, entsteht eine Säure, welche bleichend und desinfizierend wirkt. Durch diese Chlorung kann Trinkwasser und zum Beispiel auch Schwimmbadwasser von Bakterien befreit werden. Da bei der Reaktion unerwünschte und giftige Stoffe entstehen, wird bei der Desinfektion von Trinkwasser zunehmend Chlordioxid oder Ozon verwendet, was besser für den Menschen und die Umwelt ist. Der bewusste und gute Umgang mit Wasser wird zunehmend zur Aufgabe für uns alle, damit wir auch in Zukunft noch gesund in dieser Welt leben können. Also kurz gesagt, während früher das Wasser meist aus Brunnen entnommen wurde, hat man erkannt, dass es gesünder und bequemer ist, das Wasser aus tieferen Schichten zu holen, wo es weniger verkeimt ist. Der Wasserverbrauch pro Kopf ist international sehr unterschiedlich, was für die Planung und Auslegung von Rohren, Speichern und Kläranlagen sehr von Bedeutung ist.